Wie geht eigentlich moderne Produktentwicklung? Heute zeige ich Ihnen, wie Sie auf Basis aktueller und historischer Daten aus dem Markt erfolgreich Produktempfehlungen für die Sortimente Ihrer Handelskunden entwickeln und damit Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus sind. Um langfristig wettbewerbsfähig sein zu können, ist es unbedingt notwendig, Winning Products zu kreieren und möglichst Produktflops zu vermeiden. Um dies möglichst effizient und gut machen zu können, ist es wichtig, sich auf umfangreiche und zuverlässige Daten zu stützen und nicht nur sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Diese Daten können wir in Verivinum abrufen. Dazu gehen wir hier oben in der Menüleiste auf Products in unseren Produktkatalog. Hier können wir auf der linken Seite über unsere vielfältigen Filterfunktionen genau die Informationen herausfiltern, die für unsere Produktentwicklung notwendig sind. Wir starten hier oben mit einem Zeitfilter, weil uns interessiert ja möglicherweise nicht die ganze Historie, sondern eben aktuelle Daten. Wir können hier dann auch Price Ranges einstellen und dann im weiteren Verlauf haben wir hier alle Filter, die sich auf die unzähligen Produktmerkmale, die wir erheben, beziehen. Zum Beispiel das Herkunftsland, der Produkttyp. Wir haben über 30 verschiedene Produkttypen mittlerweile im System. Die Wein- oder Produktfarbe, die Geschmacksrichtung, dann das Retail-Label, das heißt, bei welchem Supermarkt oder Discounter haben wir das Produkt gesehen? Ist es ein Sortiments- oder Aktionsartikel? Welche Rebsorten gibt es? Dann die Herkünfte, wie zum Beispiel Rheinhessen-Pfalz oder Chianti Bordeaux. Dann die unterschiedlichen Verpackungsgrößen und auch Verpackungstypen, wie Flasche, Tetrapack, Dose zum Beispiel. Dann haben wir hier einen Filter für Marketing-Features. Das wären so Sachen wie zum Beispiel saisonale Weinlese bei Aldi Süd oder Editionswein oder auch Wein des Monats. Weiterhin können wir auch nach den ganzen Certificates filtern. Das heißt bei uns die Themen Bio, Nachhaltigkeit, Fairtrade und Vegan. In dem nächsten Filter verbergen sich dann noch quasi die Ausprägungen dieser Certificates, also welches Bio-Logo ist es, welche Nachhaltigkeitssiegel haben wir und so weiter und so fort. Also auch hier sieht man, gibt es schon eine große Anzahl an Details. Hier unten bei den Private Feature Types und Legal Features handelt es sich auch um Produktmerkmale. Die einen sind, wie es der Name sagt, Legal Feature gesetzlich geregelt, also solche Dinge wie im Barrique ausgebaut oder alte Reben oder Appassimento. Und die Private Features sind eben Sachen wie zum Beispiel die sich private Vereinigungen aufgegeben haben, wie zum Beispiel beim VDP eben die erste Lage, große Lage und so weiter. Ganz zum Schluss haben wir noch die Public and Private Awards. Das sind alle Auszeichnungen, die wir bisher auf den unterschiedlichen Produkten gesehen haben. Auch das ein Unterscheidungsmerkmal, was wichtig sein kann für die Produktentwicklung. Jetzt zeige ich anhand eines Beispiels, wie man eine solche Marktanalyse durchführen kann. Ich habe mir vorgenommen, dass ich bei Aldi Süd Produkte im Rahmen der saisonalen Weinlese liefern möchte. Dazu muss ich mir natürlich mal anschauen, was gibt es denn da eigentlich bisher. Ich gehe hier links oben in den Zeitfilter dieses Jahr, weil ich möchte mir jetzt anschauen, was gibt es eigentlich ganz aktuell. Die letzte saisonale Weinlese wurde ja im Februar gestartet. Gehe dann hier bei Retail Label auf Aldi Süd und auf das Marketing Feature saisonale Weinlese. Jetzt bekomme ich schon das Ergebnis. Ich sehe also hier 26 Filtered Products. Das heißt, es gab in dieser saisonalen Weinlese in diesem Jahr 26 Produkte. Gehe jetzt hier rechts auf die Kachelansicht und kann jetzt schauen, was es da alles gab. Jetzt ist das natürlich so im ersten Moment noch etwas unübersichtlich, weil ich mir ja jetzt vielleicht nicht auf einen Blick alle 26 Produkte anschauen kann. Deshalb gehe ich jetzt auch noch mal hier auf den Filter Country of Origin, nämlich Herkunftsland, und schaue mir erstmal an, was gibt es denn aus Deutschland.
Ich habe hier oben noch die Möglichkeit auch auszuwählen, ob ich mir die Informationen mit absteigendem oder aufsteigendem Preis anschauen möchte. Also wenn ich jetzt sagen würde, mich interessieren eigentlich mal die Weine, die am teuersten verkauft wurden, das sieht man wiederum besser in der Listenansicht. Kann ich dann hier sehen, aha, der teuerste Wein, der verkauft wurde aus Deutschland, lag bei 5,49. Je nachdem, was mich jetzt interessiert, welches Herkunftsland, welche Price Range, kann ich jetzt anhand der Filter auf der linken Seite mich immer weiter eingrenzen und kann so schauen, ob meine Produkte in diese saisonale Weinlese auch gut hineinpassen, beziehungsweise ob ich etwas bräuchte noch als USP oder als Produktmerkmal, sodass die Produkte gut hineinpassen, und kann mich eben über den kompletten Wettbewerb, den es da gab, informieren. Diese kleine Marktanalyse führt dazu, dass Sie sehr gezielt und schnell sich einen Überblick verschaffen können über ein Marktumfeld, in das Sie hinein möchten, und genau wissen, wer ist Ihr Wettbewerb, wie sehen die Produkte aus, wie muss ich die eigenen Produkte kreieren, damit sie in dieses Marktumfeld passen, und Sie sammeln damit zugleich auch noch die Verkaufsargumente, um dann gegenüber dem Handelskunden eben punkten zu können.